Hey. Sag mal, warst du irgendwie zur Meditation? Du wirkst tiefenentspannt. Ich war auf dem Friedhof zusammen mit Charlie. Sie hat mir alles erzählt, was sie über meine leibliche Mutter wusste. Endlich. Ich habe gehofft, dass sie ihre Meinung noch ändert. Weißt du jetzt, warum deine Mutter dich zur Adoption freigegeben hat? Eine Affäre mit meinem Schwager, ja. Olli war damals noch ganz klein und er hing schrecklich an seinem Vater. Ich hätte die Familie zerstört. Noch dazu die meiner Schwester. Und deshalb hast du deine Tochter Bella weggegeben? Es war bestimmt hart für dich, das alles anzuhören. Laut Charlie war für meine Mutter die Adoption die beste Lösung für mich. Mein Vater hat sie einfach sitzen lassen. Ich dachte, es wäre die große Liebe, aber Wolfgang wollte das Baby nicht akzeptieren. Er hat mir sogar in einem Kuvert Geld mitgebracht für die Abtreibung. Aber ich hätte doch nie. Allerdings fehlte mir auch der Mut, das Kind alleine großzuziehen. Die Trennung von Wolfgang, ich habe das kaum verkraftet und dann noch ein Kind. Sein Kind. Es hat Jahre gedauert, Elisabeth. Bis ich Tage hatte, wo ich nicht mehr in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich an Bella gedacht habe. Und immer diese Zweifel, ob ich es damals richtig gemacht habe. Aber irgendwann ist der Schmerz über den Verlust ein Teil von mir geworden. Und jetzt komme ich zurück von der See. Da steht sie hier in meiner Küche. Sie wohnt jetzt gegenüber. Hat mich hier mit Käsespätzle bekocht und sie denkt, ich bin ihre Tante. Wie, die wohnt gegenüber bei Olli? Dass mein Vater zu sowas fähig war. Ich hätte das nie gedacht. Du warst ihm wichtiger als alles andere. Dich hat er nie verlassen. Aber meine Mutter? Na. Egal, sie ist tot. Und es gibt keinen Grund, ihr in irgendeiner Weise nachzuweinen. Als sie plötzlich vor mir stand, sie ist so lebendig, so jung und voller Tatendrang. Warmherzig und sehr verletzlich. Was ich ihr erzählt habe, muss sie sehr getroffen haben, aber sie hat versucht, tapfer zu sein. Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Natürlich. Sie ist doch deine Tochter. Aber jetzt mal im Ernst. Kannst du dir echt vorstellen, hier zu bleiben? So mit Job und allem richtig fest? Mit Job und allem und so richtig. Wenn ich was finde. Andi hat sich aber schon angeboten, sich für mich umzuhören. Das heißt, nie umhören. Andi kann dir 100 Pro was bei Brandner Bau besorgen. Sollte der die Firma nicht auch eigentlich übernehmen? Das ist ein sensibles Thema, dazu sage ich nichts. Aber Fakt bleibt, er kann dir 100 Pro da was besorgen. Du hast vorhin selber gesagt, geschnitten wird. Nein, das ist völlig falsch verstanden. So eine Kupplung ist echt schwer zu handeln. Und wer sich damit nicht Nein, nein, jetzt gehört dein Baby mir. Hey, Charlie! Hi, Charlie. Hallo, ihr zwei. Nur eine kurze Tour. Hey, Hallo. Danke, dass du doch noch mit Bella geredet hast. Ja, Sie hat mir erzählt, dass ihr am Grab von ihrer Mutter wart. Ich glaube, diese Begegnung und die ganzen Infos, das war echt sehr wichtig für sie. schön. Dann hat sich Ihr Besuch in Düsseldorf ja doch gelohnt. Natürlich abgesehen davon, dass sie dich kennengelernt hat. Das weißt du ja noch gar nicht. Bella wird hier bleiben. Bei mir in Düsseldorf. Ah,